Von Basel jetzt in den Newsroom. Einen schönen Abend. Willkommen beim ZIP-Flash. 16 Länder sind angetreten im zweiten Semifinale des Eurovision Song Contest. 10 Plätze wurden vergeben und JJ hat's geschafft. Der Österreicher hat sich fix für das Finale des Eurovision Song Contest qualifiziert. Wir schalten gleich live nach Basel zu meinem Kollegen Idan Hanin. Der JJ hat ja heute Abend einen perfekten Auftritt hingelegt. War es eine sichere Bank, dass Österreich weiterkommt? Ja, das kann man so sagen. Also in den Wettquoten war JJ ganz klar auf Platz 2 schon seit Wochen und war ganz klar einer der Top-Favoriten. Und das hat sich mit dem heutigen Auftritt ganz klar bestätigt, dass er dieser Favoritenrolle absolut gerecht wird. Und ja, JJ, der kommt jetzt gleich da raus, aber braucht noch ein bisschen, wie ich gerade höre. Und er ist, wie ich jetzt gerade vorhin mit ihm schon reden konnte, extrem erleichtert. Also man hat ihn richtig angesehen in den Sekunden. Vielleicht haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren. In den Sekunden, wo er sich qualifiziert hat, ist all die Last abgefallen. Das sind Monate der harten Arbeit gewesen für diesen einen Auftritt. Das sind nur 3 Minuten, die man da auf der Bühne steht, aber es sind 3 Minuten, für die man monatelang arbeitet. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. JJ steht im Finale und ja, es war davon auszugehen, dass es passiert. Und man muss jetzt wirklich es sagen, wie es ist, damit man das hier nicht aus den Augen verliert. JJ hat es ins Finale geschafft und er ist wirklich einer der Top-Favoriten, den ganzen Contest zu gewinnen. Ich sag's nochmal, das könnte der 3. Song Contest-Sieg sein in der Geschichte des Events für Österreich am Samstag. Wir warten unterdessen weiter, bis JJ aus dem Hintergrund auftaucht. Vielleicht noch kurz zur israelischen Kandidatin. Da gab es ja im Vorfeld viel Kritik und auch Proteste aufgrund der politischen Situation in Gaza. Wie ist denn Ihr Auftritt heute wahrgenommen worden? Also der israelische Auftritt, das muss man wirklich kurz im Vergleich zum letzten Jahr sehen. Wir erinnern uns, letztes Jahr in Malmö, wo der Song Contest dort stattgefunden hat, da waren während der israelischen Auftritte ganz laute Buhrufe zu hören. Da war teilweise, wenn das Lied ein bisschen leiser wurde, kaum mal mehr die Stimme der Sängerin wirklich hörbar in der Halle. Und auch im TV war dann eben das Buhen laut zu hören. Heute war das Buhen eigentlich nicht vorhanden. Es ist einfach nicht gekommen. Und ja, man muss sagen, es ist im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich kein Vergleich. Also der israelische Auftritt wurde besser aufgenommen. Ich habe schon gemerkt, es wurde sehr leise während des Auftritts und auch davor, also leiser als bei den anderen Kandidaten, aber es ist kein Vergleich zum letzten Jahr, was hier während des israelischen Auftritts passiert ist. Keine Buhrufe heute und was wir jetzt hören, sind vor allem laute Jubelschreie, aber wir sehen keinen JJ hinter Idan Hanin. Deshalb würde ich an dieser Stelle beenden und bitte JJ die allerbesten Glückwünsche ausrichten von den Kollegen hier im ORF-Zentrum und alles Gute, ja, für das große Finale am Samstag. Vielen Dank.